Seit nun fast 5 Monaten ist der Europapark wegen der Corona-Verordnung geschlossen. Aktuell läuft der Lockdown bis zum 18. April. Äußerungen von Politikern lassen aber darauf schließen, dass auch danach wahrscheinlich erstmal keine Öffnung von Freizeitparks in Aussicht steht, da derzeit die 3. Infektionswelle anläuft. Die bisher angekündigten Lockerungen betrafen auch weniger die Bereiche Freizeit und Tourismus. Hier müssen wir also wohl noch etwas warten. Im letzten Jahr durfte der Park am 29. Mai seine Sommersaison eröffnen. Sollte sich die Lage in diesem Jahr ähnlich entwickeln, müssten wir also noch 2 Monate auf eine Öffnung warten. Anders als im letzten Jahr haben in diesem Jahr aber wohl noch die Virusmutationen, die Impfungen und Schnelltests einen Einfluss auf die Infektionszahlen, weshalb eine Abschätzung eines Öffnungstermins schwierig wird. Ebenfalls noch völlig offen sind die Bedingungen, unter denen wieder geöffnet werden darf. Zwar sind Hygienekonzepte im letzten Jahr bereits ausgearbeitet worden, allerdings sind in diesem Jahr auch Änderungen möglich, zum Beispiel ein Einlass nur mit negativem Schnelltest oder Vorteile für Geimpfte. Wie viele Besucher zu Beginn in den Freizeitpark eingelassen werden dürfen, ist ebenfalls noch offen. Auch Jürgen Mack sagt in einem Interview, dass er verschärfte Beschränkungen für möglich hält. Wie die Homepage des Europapark bereits jetzt verrät, ist auch in diesem Jahr geplant, den Park im November durchgehend geöffnet zu lassen. Um die durch die Pandemie geschlossenen Tage zu kompensieren, hat der Europapark bereits im letzten Jahr geplant, die davor übliche 3-wöchige Pause zwischen Halloween und Winterzeit ausfallen zu lassen. Wegen des Lockdowns musste die Aktion jedoch leider ausfallen. In diesem Jahr soll es wohl einen neuen Anlauf geben. In der Zeit vom 8. bis zum 26. November 2021 soll die Halloween-Dekoration im laufenden Betrieb abgebaut und durch die Weihnachtsdekoration ersetzt werden. Wenn die Zwischensaison gleich wie im letzten Jahr geplant ist, werden in der Übergangsphase die Öffnungszeiten und Eintrittspreise der Wintersaison gelten. Der Park wird dann also täglich von 11 bis mindestens 19 Uhr geöffnet sein. Nicht bekannt ist, ob Hello Winter in diesem Jahr nur als Ausgleich zur Krise gedacht ist oder ab sofort in jedem Jahr stattfinden soll. In einem Interview hat Michael Mack einen neuen Film für den Traumzeitdom angekündigt. Der neue 360-Grad-Film soll vom Rulantica-Maskottchen Snorri handeln. Nach dem ersten Film Beautiful Europe 2015 liefen bisher die 2 Weltraumfilme The Secrets of Gravity ab 2017 und seit 2019 Mission Astronaut. Der Snorri-Film wäre also der 4. Film, der im vor 6 Jahren zum 40-jährigen Jubiläum erbauten Kino im griechischen Themenbereich laufen würde. Die Homepage des Europapark-Ressorts hat nun ein komplett neues Aussehen erhalten. Sie wurde damit an das Design des Ticketshops angepasst. Die Struktur der Seite ist nun klarer in die 5 Bereiche Europapark, Rulantica, Hotels, Events und Confertainment unterteilt. Ebenfalls fällt auf, dass die neue Seite mit größeren Bildern, Videos und Buttons arbeitet und sich so auch besser für die mobile Verwendung auf Smartphones eignet. Bislang waren für die unterschiedlichen Online-Dienste des Europaparks oft auch unterschiedliche Anmeldekonten notwendig. Nun kommt mit MacOne ein Account, der später für alle Dienste genutzt werden soll. Bislang kann man sich beim Ticketshop, dem Europapark Online-Shop und demnächst auch bei der Europapark und Rulantica-App mit MacOne anmelden. In Zukunft sollen dann nach und nach weitere Plattformen angebunden werden, damit dann nur noch ein Account notwendig ist.
Das Drehtheater im luxemburgischen Themenbereich zeigt seit 2018 eine Show über Rulantica. Während damals teilweise noch Elemente der alten Historama-Show zu sehen waren und die Geschichte des Europaparks durch einen Ausblick auf Rulantica am Ende ergänzt wurde, wurde die Show 2020 komplett auf Rulantica umgestellt. Von da an waren nur noch Werbevideos rund um den neuen Wasserpark zu sehen. Nun soll die Show wieder verändert werden. Wie der Europapark in einem Kommentar zu einem Beitrag in der Facebook-Gruppe Europapark Freunde schreibt, wird aktuell an neuen Inhalten für das Drehtheater gearbeitet. In welchem Umfang die Show erneuert wird, ist aktuell nicht bekannt. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, habe ich meinen Kanal zu Europapark News umbenannt. Da Neuigkeiten aus dem Park in Form von zum Beispiel Neuheitenvideos, Baustellen-Updates und News meistens im Fokus sind, beschreibt der neue Name meinen Kanal meiner Meinung nach besser als der alte. Trotzdem wird es auch weiterhin andere Videos wie On-Rides oder andere Eindrücke aus dem Park geben. Und damit bedanke ich mich fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.